Am Morgen rollt in Peterslar die erste Ware auf den Hof. Eine Rarität, die Morlock allerdings nicht kaufen, sondern eintauschen soll. Zumindest, wenn es nach dem Kunden geht. Ja, ich bin der Michael Riedel aus Telchte bei Münster. Und wir wollen heute unseren neuen GMC abholen und bringen den Gammagot dafür hier in Zahlung. Klingt nach ausgemachter Sache. Aber noch hat der Chef dem Deal nicht zugestimmt. Wenn das für mich nicht sinnvoll ist und die Zahlen nicht ineinander passen, dann nehme ich das natürlich nicht in Zahlung. Wenn hier einer ankommt und will einen Käfer für 40.000 € in Zahlung geben für einen Hummer, dann werde ich das einfach nicht annehmen. Es ist einfach immer nur ein Zahlenspiel. Kann man das verkaufen, passt das bei uns rein und stehe ich nachher besser da als vorher. Das mögliche Tauschobjekt hat zumindest Potenzial. Das Gammagot ist ein zweiteiliger Dreiachser der US-Armee und fahrbereit, wenn man denn fahren will. Die Blöße tue ich mir jetzt nicht mit meinem fetten Arsch. Gut 4 Jahrzehnte hat das ausrangierte Semi-Amphibienfahrzeug schon auf den Achsen. Passt. Und mit seiner Länge von 5,80 Meter bringt es der Sani-Veteran auf ein Gewicht von knapp 3,5 Tonnen. Ja, das neue Gammagot sieht wirklich gut aus. Ist in einem schönen Zustand mit Seilwinde. Der gefällt mir. Das wird eng, um den da reinzusetzen. Rollen mal richtig rum jetzt. Richtig rum. 2 der 3 Achsen sind lenkbar und alle Räder angetrieben. Das Gammagot ist speziell für unwegsames Gelände gemacht. Der kommt von alleine. Komm mal. Weiter. Rum. So ein bisschen noch. So, jetzt gerade. Der kommt nämlich hinten mit dem Arsch auch raus, wenn du da irgendwo durch die Kurve fährst, ne? Da musst du erst mal drauf haben mit den Achsen, also das ist die Lenkung da, ne? Das Dämlichste, was du mit dem Gammagot machen kannst, ist, wenn du versuchst, das rückwärts zu fahren, als wäre das dann ein Fahrzeug mit Anhänger, das verhält sich nicht so. Das verhält sich wie ein Fahrzeug. Die mittlere Achse ist steif, vorne lenkt zum Beispiel nach links und dann lenkt der hinten auch nach links außen, als wäre der Anhänger gar nicht da. Ein außergewöhnliches Fahrzeug also. Eins, an dessen markanten Klang sich Kunde Michael nie ganz gewöhnen konnte. Das Gutstück kannst du abgeben. Ja, hi erstmal, Klotzki. Das weiß ich schon besser. Also ich habe den ja gefahren, das Problem ist, du kannst immer nur einen mitnehmen und hast Gehörschutz auf. Also ein entspanntes Fahren kannst du da vergessen, ne? Geräuschloser mag es auch der Chef. Allerdings nur, wenn es darum geht, sich über den Zustand des Tauschkandidaten zu informieren. Ohne den Kunden. Nicht, dass wir so ein Ding tauschen und haben dann hier eine totale Grotte stehen. Weißt du irgendwas über den Zustand? Nee, das ist natürlich immer super. Klar. Mein Gammagot ist immer super. Also, du guckst das durch, am Ende zählt, ob wir damit Reibach machen können oder nicht. Du hörst dir an, was der Kunde zu verkaufen hat oder in Zahlung zu geben hat und mit wie viel du das anzurechnen hast. Dann musst du aus deinem Erfahrungsschatz wissen, ob du das wieder verkaufen kannst und ob dich das Bargeld, was er jetzt dazu zahlt, in eine gute Position bringt. Dass der Kunde sein Gammagot abgeben will, steht definitiv fest. Und auch das, was er im Gegenzug dafür haben möchte. Das ist die neue Errungenschaft. Ja, da hatte ich schon mal einen von. Den perfekt restaurierten GMC hat Morlock bei einer Sammlungsauflösung erstanden. Ein Veteran, wie gemacht für den Kunden. Und dieser GMC, der passt besser in unsere Truppe rein. Wir sind also eine größere Truppe mit nahezu 10 Autos. Und das Gamma ist aus dem Vietnamkrieg und dieser ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Also von dem Gesamteindruck, von dem Gesamtbild, wenn wir fahren, Ausflüge oder zu irgendwelchen Museum oder Veranstaltungen, ist das ein schönes Gesamtbild, wenn alle aus der gleichen Zeit kommen. Wenn er auch so fährt, wie er aussieht, wäre er für den Kunden der Jackpot. Willst du damit jetzt eine Runde fahren dafür oder nicht? Sollen wir? Mir ist es egal. Ja, können wir von mir aus machen. Tun wir das. Ja. Eigentlich sollte Ingo ja das Gammagot für den Chef gründlich inspizieren. Aber das fällt jetzt wohl erst mal aus.
Das ist die Zündung. Das ist ja original so. Zündung an, ja. Der Warmlink sehe ich. Einer von denen hier. Guck mal, ob du einfach. Nee, der muss ein Drehschalter sein, oder? Nee, du kannst den ja auch einfach. Hier, ich habe mich auch doof gesucht. Da unten? Links. Ja, den hätte ich aber auch nicht vermutet. Oh. Aber gut hingesetzt, sieht man nicht, ne? Ja. Ich habe so einen schon gehabt. In der Regel sollte da jetzt nicht schief gehen. Hoffen wir. Ja. Ich gucke mal, ob er anspringt. Die Zündung ist doch an jetzt. Oha. Ja, du gibst Gas, ne? Schok und Gas läuft direkt ab. Was machen wir jetzt? Tausch hin oder her. Ein 8 Jahrzehnte alter LKW, der gut aussieht, aber nicht mehr läuft, wäre wohl auch für den Kunden ein denkbar schlechtes Geschäft. Der Chef hat sich unterdessen nach Mendig abgesetzt. Dort, im Morlock Hangar, herrscht ungewöhnliche Leere. Und das ist kein Zufall. Denn hier soll heute das Projekt Nordpol einen entscheidenden Schritt vorankommen. So, heute machen wir die Flugplanung für den Nordpol. Damit wir es richtig planen können, hat die Julie sich 2 Wochen damit beschäftigt, alle Karten von Amerika und Kanada zu besorgen. In Deutschland gibt es 11 oder 12. In Kanada und Amerika gibt es irgendwie fast 90. Und damit wir da mal so rumplanen können, wie lange wir brauchen, wo es Sprit gibt, damit die Jungs sehen, in welcher Relation so was die sind. Das kannst du natürlich heute alles auf dem iPad machen, dann ist das alles ganz klein. Aber damit du das mal siehst, wie weit du weg bist, machen wir das auf einer Karte, damit jeder weiß, wie weit weg der Nordpol tatsächlich ist, damit wir auch sicherstellen, dass der Weihnachtsmann seine Ruhe hat. Für den Nachmittag hat Michael alle potenziellen Pol mit Flieger nach Mendig geladen. Bis dahin sollte er mit Carla und Helfer Tobi die XXL-Karte, also spätestens, zusammengepuzzelt haben. Welche Karten fehlen Es fehlt James Bay, haben wir nicht gefunden. Wir haben extra die Listen abgehakt, die dabei waren. Hier geht jetzt alle Karten nochmal durch, hier fehlt gar nichts. Wir sind jetzt 2-mal durchgegangen. James Bay fehlt. Das ist die einzige Karte, die fehlt. Warum fehlt James Bay? Wissen wir nicht. Und von Alaska hast du auch nicht alles. Plus von Alaska? Ja, wir gehen aber nicht Gold suchen in Alaska, wir fliegen zum scheiß Nordpol. Wenn wir die Karte von Alaska brauchen, dann können wir ins Wasser springen. Gut, Tobi, wir machen die Karten nochmal. So eine Tour ist natürlich nicht ein bisschen gefährlich, sondern die ist sehr gefährlich.